So, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, viele Leute wissen sofort Bescheid, anhand schon über die Überschrift dieses Videos. Es ist XXL Schlacht-Nachtzeit. Diese hübschen Kandidaten werden jetzt gleich hier nach und nach zerlegt. Beim letzten Mal habe ich ja ein durchgehendes Video gemacht. Das hat leider, ja, wie soll ich sagen, Probleme gegeben danach, die Teile einzulagern. Und deswegen werde ich wieder viele kleine Videos machen und die zu einem großen zusammenfügen. So, unsere heutigen Kandidaten ist ein Aston Martin von Burago. Der ist schon fast komplett zerlegt. Das ist eigentlich nur Rohkarosse. Da kann man nicht mehr viel retten. Vielleicht den Kühlergrill, vielleicht die Nebelscheinwerfer und sonst ist eigentlich alles Fratze. Eine Mercedes A-Klasse. Das Auto ist von Maestro und der Vorbesitzer, wahrscheinlich ein Jugendlicher oder Kind, hat gedacht, der könnte einen Lost Car oder irgendwie so daraus machen. Aber dazu noch mehr. Ein Porsche 356. Den habe ich selber als Teileträger verwendet. Dann ein Porsche Boxster Concept von Maestro. Der ist auch schon fast komplett zerlegt. Ein Jaguar XJ 220 von Maestro. Ein Bugatti EB 110 von Anson. Auch den habe ich als Teilespender verwendet. Ein Ferrari 288 GTO von Burago. Ein Lamborghini Diablo von Maestro, ein Mercedes 500k von Burago und ein Ferrari 250 GTO von Burago. Da fehlt auch, ist alles schlecht umlackiert, aber dazu mehr, später mehr. Und ein Jaguar E-Type in einer so schönen Außenlackierung. Also, guckt einfach. Also das sind eure Kandidaten, da sind insgesamt 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 Autos. 11 Autos, die jetzt auf die Schlachtbahn kommen und auf einen Schlag zerlegt werden. So, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr guckt zu und bleibt dran. Und viel Spaß. Ciao, Freunde. Hallo und willkommen bei der Schlachtnacht. XXL Schlachtnacht, wohlgemerkt. Freunde und Fans dieser Serie wissen ganz genau, was passiert. Es werden jetzt heute 11 Modellautos zerlegt, und das im Schnelldurchlauf. Und hier wird in erster Linie nicht die Teilerettung oder die Geschichte von dem Modellauto wichtig sein, sondern die reine Verwertung von absoluten schrottreifen Modellautos, die wahrscheinlich bei euch oder bei den meisten anderen Menschen in der Mülltonne landen. Ich verwerte hier das letzte Rettbare und der Rest geht, wie gesagt, in die Restekiste, die einmal alle paar Monate versteigert wird. Die Rohkarosse geht in die Schrottpresse. Also es wandert hier eigentlich nichts so direkt in die schwarze Tonne. Hier wird alles 100% recycelt. So, unser erster Kandidat heute, der im Schnelldurchlauf zerlegt wird, ist der Mercedes 500k von Burago. Ja, hier mit dem merkwürdigen Maßstab 1:20 hat Burago hier einen neuen Maßstab damals in den 80er Jahren in Leben gerufen, weil das 1:18 Pendant wäre zu groß. Und die hätten dann eine andere Verpackung machen müssen. Und da ja damals alles bei Burago so schön genormt war, haben sie halt den Maßstab geändert. So, damit die Verpackung nicht ändern mussten. So, das ist der Grund, warum es dieses Modell in 1:20 gibt. Maestro hat Ende der 90er, Anfang 2000 den 500k in 1:18 rausgebracht. Und man sieht, das ist ein Trümmer. Und deswegen hat Burago den ja halt nicht in 1:18 rausgebracht, weil die hätten sonst ihre genormten Standardverpackungen ändern müssen. So. Wie fangen wir an? Ich habe keine Zeit. Es warten insgesamt 10 Modellautos auf die Verwurstung. Und ja, muss jetzt vonstatten gehen, ne? So. Alles was defekt ist, geht natürlich, oder nicht defekt ist und nicht brauchbar, geht in die Restekiste, Rest in den Verkauf. So. Also die Teile, die ich jetzt dahin tue, die gehen in den Verkauf. Die Teile, die dahin gehen, gehen in die Restekiste, die ihr wie gewohnt auch ersteigern könnt. Wo? Bei Facebook. Aber hier bei dem Modell kann man eigentlich nicht mehr viel retten. Nur noch die Schrauben. Ja, die Stoßstange hinten sieht auch noch einigermaßen gut aus. Stoßstange vorne. Kann man die noch verwerten? Ach, gehen wir noch auf die Nuss. Ja, Innenausstattung war eh nie gefragt.
Hier hat in der Verfärbung, Armaturenbrett ist auch nicht gefragt. Chrom ist gut. So, Rest geht dahin. Kotflügellampen sind auch immer gefragt bei dem Modell. Die gehen natürlich noch in den Verkauf. Zack. Zack, ach komm jetzt, mein Gott. Komm. So. Schwiegermutter sitzt raus. Ja, die Scheinwerfer. Was soll ich damit, ne? Ein Scheinwerfer ist dran, der andere nicht. Also weg. So, die Rücklichter sind auch immer gefragt. Die werden auch gerne für Hot Rods Umbauten genommen. So, zack, Hot Rods. Türgriffe kann man auch noch weiter verwenden. Also ich gehe jetzt hier nicht zimperlich um mit dem Modell. Also hier wird das knallhart verwertet, weil Zeit ist Geld. Und da ich an diesen Teilen jetzt hier nicht mehr wirklich viel verdiene, muss das hier hochzucki gehen. Und hier alles stark abgenutzt schon. Dieses Modellauto hat die schönsten Zeiten hinter sich. Ja, scheiß drauf. So, das blanke Metall geht in die Schrottpresse. Die kleinen Teile sind da reingekommen. In die Restekiste, die werden dann halt wie gesagt versteigert. Die gehen in den Online-Shop. Alles wunderbar. So, das war Video Nummer 1. Ich werde jetzt viele kleine Videos machen, weil organisationstechnisch gesehen war das beim letzten Mal mit diesem durchgehenden Video nicht so toll. Deswegen mache ich das hier Stückchen für Stückchen Videos. Das ist für mich besser, wegen der Verarbeitung der Teile da im Hintergrund. Sonst kommt nämlich ein Chaos und ich habe einen ganzen Tisch voller Kleinteile und alles scheiße. So, danke fürs Gucken. So, weiter geht's. Der nächste, ein Lamborghini Diablo von Maestro. Es gibt auch immer wieder Modellautos, die sind so zerstört worden von Vorbesitzern, dass ich eigentlich nichts mehr davon retten kann. Dieses Modell ist hier ein Paradebeispiel dafür. Karosserieteile, alle zermackt, zerkratzt. Windschutzscheibe, zerkratzt. Wahrscheinlich hat ein Kind damit Scheinwischer gespielt. Seht ihr das? Alles zerkratzt, total unbrauchbar. Das, was ich hier noch verwerten kann, ist so minimal, wahrscheinlich nur die Rücklichter. Oh Gott sei Dank sind die nicht bemalt. Aber alles andere ist bei diesem Modellauto Fratze und geht in die Verwertung. Ja, so ist das manchmal, ne? Einige Modellautos kriege ich ja Gott sei Dank gespendet. Da sehen die Leute auch ein, dass man echt dafür kein Geld mehr nehmen kann. Und die freuen sich, wenn das Modellauto dann einen würdigen Abgang macht. So wie dieser Diablo. Den habe ich auch eigentlich nicht direkt bezahlt, sagen wir mal so. So. Aber hier ist wirklich die Rücklichter. Müsste ich eigentlich ja fotografieren und in den Shop reintun, aber ich habe so viele von denen noch auf Lager. Da lohnt sich der Aufwand nicht. Weil das ist ein 1-2 Euro Artikel. Und deswegen lohnt sich der Aufwand jetzt nur für die weil es ist nur noch die Rücklichter, ne? Weil die Innenausstattung habt ihr gesehen, ist blanko gewesen. Vorne die Blinker sind auch nicht wirklich gefragt. Generell sind Ersatzteile für den Lamborghini Diablo von Maestro eher uninteressant. Spiegel, ja, Spiegel werden gern gekauft, weil die komischerweise bei dem Modell hier oft fehlen. Auch hier bei dem haben jetzt auch die Spiegel gefehlt. Und die Felgen. Die Felgen sind auch noch ganz beliebt von dem Modell.
Ab und zu mal werden auch die Motoren gekauft, aber das ist eher selten alles, ne? Ist halt nicht so ein beliebtes Modellauto, muss man leider zugeben. Auch bei mir nicht. Auch im Wiederverkauf von intakten Modellen. Meistens gehen sie in Export. Oder ich verramsch die auf irgendeinen Trölemarkt oder Veranstaltung. Das kommt auch manchmal vor. Aber selbst ich kriege auch nicht mehr viel Geld dafür. Aktuell liegen die, glaube ich, so preislich zwischen gar nichts und 10 Euro. Wobei 10 Euro schon super ist, wenn ihr die bekommt. Ne? Ich verramsch die Dinger manchmal für 5 Euro sogar. Wenn ich zu viele von denen da habe. Also ich verdiene noch nicht mal was daran. Weil ich ja durch die Abwrackprämie oder Ankauf von Sammlungen und so alles, kriege ich ja ständig solche Diablos rein von Maestro und Burago. Und ja, ist halt nicht so beliebt, ne? Obwohl es im Grunde gute Modellautos sind. Mein Gott. Ihr blöde Blinker, komm raus. Ja, das meine ich, ne? Wenn ich mich jetzt jedes Mal um die Teile mich so lange beschäftige, dass ich die rausbekomme, ich glaube, ich wäre schon längst pleite gegangen. Nebelscheinwerfer. Ach, leck mich doch. So, das dauert mir halt zu lange. Keine Zeit, zu viele Modellautos warten auf die Verwurstung. 3 Minuten, okay, ich muss auch dazu sagen, er war ja nicht viel dran. Eigentlich gar nichts. Und im Prinzip ist das ein gutes Modellauto. Der ist definitiv von der Qualität her eigentlich mehr wert, ne, als 0 bis 10 Euro. Aber leider übelste Massenproduktion und hat sehr geringe Nachfrage. Das kommt dem Modell leider teuer zu stehen und daher auch null wert. So, danke und es geht zügig weiter. So, der nächste Kandidat wartet auch schon. Beim Diablo eben konnte ich leider nichts verwerten. Alles ging in die Restekiste. Beim diesem Diablo sieht es ein bisschen anders aus. Hier kann ich wenigstens noch irgendwas retten. Hier, Spoiler zerkratzt. Windschutzscheibe zerkratzt. Heckscheibe zerkratzt. Innenausstattung leer. Unterboden defekt. Ich glaube, hier kann ich auch nichts retten. Kofferraumdeckel vielleicht. Ja, so ist es halt in dem Verwerterleben, ne? Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Manchmal muss man einfach nur verwerten. Und hat leider manchmal die Arschkarte halt, ne? Armaturenbrett. Ein schönes Armaturenbrett, ne? Aber ohne Lenkrad. Komplett zerkratzt. Hier blättert schon die Farbe ab. Weg. Dafür gibt mir keiner mehr einen Euro. So, jetzt holen wir den Kofferraum raus. Ja, den kann man auch verwerten. Technisch auch in Ordnung, den kann man auch noch verwerten. Die Roko-Rosse geht in die Schrottpresse. Da führt kein Weg mehr daran vorbei. Ach komm jetzt, mein Gott, Leute, echt. Eine verrostete Schraube. Ne. Das ist die Heckscheibe, die am Rumspacken ist, die auch gleichzeitig das Scharnier ist für die Motorhaube.
Dann kann man auch als B-Ware verkaufen. Ist nicht so gravierend schlecht. Türverkleidung runter. Das ist die Spoiler-Funktion. Hier kann man den Spoiler nicht rauf und runter fahren. Krass, ich wusste gar nicht, dass das Nummernschild abgeht. Oh, mit dem Nummernschild konnte man... Oh, das wusste ich aber damals schon gar nicht. Mit dem Nummernschild konnte man den Spoiler öffnen. Das ist mir aber neu. Ein Rücklicht, 2 Rücklicht. Und der Rest geht in die Schrottpresse. Ja, wenigstens konnte ich ein bisschen was retten. Naja, nicht viel. Aber immerhin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Mehr wie beim Diablo gerade eben. So, es geht zügig weiter. Danke fürs Gucken. So, jetzt geht hier fleißig weiter. Der nächste Kandidat ist ein Jaguar E-Type. In einer wunderschönen, seltenen, hellgelben Lackierung. Gott sei Dank haben hier die meisten Karosserieteile überlebt. Hier wird auch wahrscheinlich auch nur die Karosserieteile auch gerettet. Der Rest geht in die Restekiste. Grund dafür ist halt auch die Verfärbung hier in den Kunststoffteilen. Anscheinend stand das gute Modell eine Zeit lang an der Sonne. Das ist normal. Das ist jetzt, man sieht hier ganz stark die Verfärbung und das macht leider dieses Modell als Teilespender in der üblichen Hinsicht nichts mehr aus, also nicht interessant. So, aber die Karosserie darf weiterleben. So, weil vom Lack her ist der nämlich noch schwer in Ordnung. Und das Fahrwerk wird wahrscheinlich auch noch weiterleben dürfen. Aber ich wiege das jetzt erstmal ab. Erstmal muss ich den hier zerlegen. Und da sehen wir weiter. So, die Motorhaube auf jeden Fall weiter mit Türe. Kann ich ja gleich auch noch dran machen. So, perfekt. So, das geht jetzt so in den Verkauf. Intakten Hauben, ja, alles perfekt. Sehr gut. Aber die Stoßstange kann man auch noch dran machen. Blinker sind natürlich Mangelware bei dem Modell. Ist halt nichts Außergewöhnliches. Blinker, Windschutzscheibe, Rücklichter. Da sind natürlich Evergreens bei dem Modell hier. Aua, in den Finger gepiekst. So, die Felgen können weiter. Oh, kleiner. Kleiner hier zum Pusten, ey. Oh, ist das ein Leben. So, ab in die Restekiste, weg damit.
Aber selbst die Türverkleidung hat oh, guck mal, Blute. Selbst die Türverkleidung hat Verfärbung. So. 3 Minuten 30, ey. Bam, bam. So, das geht in die Schrottpresse. Ja, das war's. Schönes Modell, schöne Farbe außergewöhnlich. Aber wie ihr seht, konnte ich jetzt hier gerade nur die Motorhaube mit Stoßstange vorne, Türgriffe und die Felgen retten. Rest ist leider Schrott. Ja, ja, und die Schrauben. Die Schrauben sind ja auch die Topseller bei mir Nummer 1. Aber sonst, ne, was soll ich machen? Mehr war nicht wert. Die verfärbten Kunststoffteile, wer will die denn haben? Niemand. So, jetzt geht's weiter. Ciao. So, schön. Es geht weiter. Ich weiß gar nicht, bei welchem Modell ich weiß. 1, 2, 3, 4, bei 5. Modell. Und dieser Kandidat hier, ihr denkt erstmal, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Doch, der ist total vernichtet. Erstmal, er ist super versifft. Also ich glaube, der lag mal in der Fritteuse oder irgendwie sowas. Das, was ich hier nur noch retten kann, sind wahrscheinlich die Türgriffe. Ja, die Türgriffe. Alles andere ist versifft, schmierig und eklig. Die Türgriffe brauche ich immer für andere meine Projekte, weil ich restauriere gerne den 250 GTO aus der ersten Serie. Na, ihr kennt den bestimmt mit den geschlossenen Lufteinlässen hier hinten. Also wenn das hier so zu ist, also nicht das Loch ist zu, sondern hier drin zu ist, dann ist das ein Modell aus den 80er Jahren und ist super selten und den könnt ihr aufbewahren, weil der ist cool. Oh Gott. Bah. Was für ein Siff. So. Und selbst die Schrauben verwerte ich hier nicht mehr. Die Auspuffanlage vielleicht noch, aber alles andere eher noch. Das ist halt siffig, ne? Das ist nichts mehr. Schade, schade, schade. Ich mag den Ferrari 250 GTO von Burago, aber das geht hier gar nicht. Die Teile, die ich jetzt hier ausbaue, die gehen auch nicht in den Shop rein. Die gehen bei mir... Oh Gott, guckt euch das mal an. Das ist keine Goldlackierung, das ist Siff. Alles total versifft und black. Oh. Weg damit. Gab's nicht von Al Bundy. Das ist das Bundy Gold. Boah, da gleich mal meine Hände mal desinfizieren. Toll, und ich habe eine offene Wunde, ey. Da macht das ja nochmal Spaß. Ach, leck mich doch, echt. Boah, hier ist alles versifft, ne? Als wäre der echt in der Fritteuse gewesen. Aber nichts verwerten, nichts. Das ist verdammt, ey. Selbst die Dinger da sind versifft. Das ist nie passiert. Bah. So. Tja, das Rücklicht ist auch kaputt, weil es reingeklebt wurde. Wunderbar. Er geht in die Schrottpresse mit Freude. Und das ist das einzige, was ich verwerten konnte von dem Modell. Die Türgriffe. Alles andere ist Müll. Also Restekiste. Weiter geht's. So, es geht fleißig weiter. Und der nächste Kandidat ist ein absolutes Schrottmodell. Hier kann ich auch nichts mehr verwerten. Hier geht jedes Teil nur noch in die Restekiste und der Rest geht in die Schrottpresse. Es ist der Jaguar XJ 220.
Die meisten von euch kennen das Auto blind. Der Hersteller ist Maestro. Hier ist wirklich alles kaputt. Alles, wirklich alles. Jedes Bauteil ist defekt. Hier Kratzer, hier kaputt, hier kaputt, hier kaputt. Hier fehlt der Spoiler, fehlen die Felgen. Die Sitze sehen auch nicht mal schön aus. Das Ding ist Fratze. Hier kann ich auch nichts mehr machen. Der ist vorbei. Ja, und solche Modelle kriege ich auch, aber die werden meistens gespendet. Ja, es spenden mir Leute Modellautos, wo die ganz genau wissen, dafür kann ich nicht mal mehr einen Euro verlangen. Und dieses Modell ist definitiv eins davon, die ich nicht mehr, auch nicht mehr als Abwrackprämie oder sonstiges mehr berechnen kann. Was einfach nur noch Schrott ist. Und solche Modelle kriege ich jetzt nochmal viel. Guck, hier hat er sogar noch ein anderes Bauteil reinbekommen, vom grünen Modell. Der Jaguar XJ 220 ist eigentlich ein verdammt cooles Modell aufgefunden. Guck, selbst hier alles kaputt. Verbogen, verformt. Ist eigentlich ein cooles Modellauto von Maestro. Absolut sein Geld wert. Nämlich 1 Euro bis 10 Euro. Selbst original verpackte Modelle bringen nicht mehr wie 10 Euro. Also erwartet hier keine Unsummen. Ihr werdet hier mit diesem Modell niemals bekommen. Das kann ich euch garantieren. Es gibt hier auch von Autoart und der ist geil. Also wenn einer in einen Jaguar XJ 220 investieren will, der sollte sich den von Autoart nehmen. Ich glaube, GT Spirit hat den inzwischen auch rausgebracht. So. Alles, selbst die Plastikteile hier drin haben Verfärbungen. Boah. Das ist echt eine Erlösung gerade für dieses Modell. Der Rest geht in die Schrottpresse. Guck mal, ich konnte nichts verwerten, nur die Schrauben. Geh doch ab jetzt. Ich kann diese Modelle nicht aufbewahren, weil ich nicht so viel Platz mehr habe. Wenn ich jetzt hier das scheiß Modellauto jetzt aufbewahren müsste, könnt ihr auch vorstellen, könnte ich eine Lagerhalle die Größe eines Ikeas haben und es wird nicht ausreichen. So. Weg mit dir. Tja, das war's für den Jaguar. Komplett recycelt, verwertet und tschüss. So, es geht zackig weiter. Zack, 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 zack. Ja, ich kann hier nicht jetzt stundenlang hier Moral predigen, halten und bla bla bla. Ferrari 288 GTO von Burago. Er kam jetzt wie gesagt hier auf den Schrott, weil alles beschädigt ist. Hier fehlt das Emblem, hier fehlt der Spiegel, Scheibe ist zerkratzt, Innenausstattung ist versifft, Lackschäden, Stoßstange vorne ist verbogen. Ja, das was man noch verwerten kann, wäre das komplette Fahrwerk. Lenkung funktioniert, Schrauben sind auch noch gut. So, das Fahrwerk darf definitiv noch weiterleben, die Rücklichter wahrscheinlich auch und der Schriftzug GTO auch. Und der Rest geht ins Modellautoparadies. Na, guck mal, Achsaufhängung auch defekt. So, hier die Achsaufhängung hier oben fehlt auch komplett. Versiffte Innenausstattung weg. Armaturenbrett verfärbt weg. Windschutzscheibe zerkratzt. Die Scheibenwischer sehen noch ganz gut aus. Die können auch noch weiter. Verbogen Stoßstange.
So. So, jetzt noch der Schriftzug hinten. So, das war's. Auch er geht jetzt in die Schrottpresse. Die paar Teile gehen in den Verkauf. Rest ist Schrott. Aber ein schönes Modell. Da gibt es noch alternativ, gibt es den auch von Hot Wheels. Der ist auch nicht sonderlich viel teurer. Wenn ihr die Heritage-Version nimmt, also die günstige Version, aber davon gibt es auch eine Elite-Version und die ist arschteuer. Ja, und Kyosho hat den auch. Auch arschteuer. So, das war's. So, ein schnelles Quickie-Video. Ich glaube, hier werde ich ein paar Sekunden nur brauchen. Es ist nämlich der Ferrari. Der Porsche Boxster als Concept Car von Maestro. Hier, der ist schon komplett zerlegt. Hier muss ich nichts mehr machen. Ja, Rücklichter werde ich noch ausbauen, aber das war's. Obwohl die Rücklichter eigentlich auch nicht. Scheinwerfer wären wichtig gewesen. So. Das ist ein Quickie-Video. Weil der ist schon nahezu komplett zerlegt. Guck mal, hier gibt es gar nichts mehr. So. Die sind auch raus, die sind auch raus, das ist auch raus, alles raus. 1 Minute. So, nach dem Quickie-Video gerade jetzt geht es hier wieder normal weiter. Wir haben hier den Porsche 356b Cabrio von Burago. Ein beliebter Teileträger hier bei mir. Die Nachfrage nach Teilen sind immer groß. Es werden auch immer die gleichen Teile gekauft. Das sind Windschutzscheiben, Felgen, Radaufhängungen und Motor. Und Scheinwerfer und eigentlich wird hier gerne alles gekauft. So, das größte Problem bei diesem Modell sind natürlich die Radaufhängungen. Auch hier bei diesem Modell sind sie kaputt. Die verbergen sich hier. Da und da ist normalerweise so ein Dreieck, aber auch hier fehlen sie, sind kaputt. Und deswegen nur noch was zum Verwursten. So. Rechts. Felgen sind auch immer beliebt. Die werden ja gerne für VW Käfers genommen. Und Karmann Gias. Aber in letzter Zeit habe ich hier auch auf modernen Modellautos gesehen. Also moderne VWs. Wie zum Beispiel Golf 5 und so und alles. Da machen sie die auch schon dran. Das sieht auch ganz ehrlich auch ziemlich cool aus. Auf dem Audi TT hat auch einer schon mal drauf gemacht. Das sieht eigentlich noch soweit alles in Ordnung aus. Das geht auch noch mal in den Verkauf. Das ist nicht verfärbt, das ist ein dunkelbeige, so ein helles Braun. Das ist auch noch ganz gefragt und deswegen geht das in den Verkauf. Also hier mit dem Porsche 356, ich habe auch unglaublich viele zum Verschrotten bekommen. So. Leider, auf den ersten Blick sehen die ja noch ganz gut aus, aber auf den zweiten Blick sieht man, dass hier der Vorbesitzer so viel poliert hat, dass das ganze Chrom weg ist. Und somit unbrauchbar. So, Rohkarosse geht in die Schrottpresse. Die Teile gehen in den Verkauf und es warten noch 2 Modelle, wobei das eine Modell ist quasi eigentlich nur eine Rohkarosse und der andere ist so fratze, dass es wahrscheinlich auch nicht mehr viel retten kann. Und der 356b hier geht in die Presse. So ist das der Lauf des Lebens, ne? Tja, danke fürs Zugucken. So, vorletztes Modell, der heutige XXL Schlachtnacht. Und das ist ein richtiges Wrack. Hier kann ich wahrscheinlich auch nichts mehr retten. Kühlergrill vielleicht, Nebelscheinwerfer noch, Rücklichter. Das war's. Es ist der Aston Martin Vanquish oder V8 Vanquish von Burago. Der hat es hier absolut hinter sich. Der Vorbesitzer hat hier richtig gewütet, kann man so sagen.
Und, oh Gott, ich glaube den Kühler... Ja. Und, naja. Wert des Modells ist relativ stabil für den Burago. Das heißt, im Schnitt verkauft er sich so für zwischen 10 und 20 Euro. 20 Euro mit Originalverpackung. Ohne Originalverpackung geht er meistens halt so um 10, 12, 15 Euro weg. Je nachdem, wie ihr Glück habt natürlich. Ne? Ja, toll, die Nebelscheinwerfer kann ich auch nicht verwerten. Scheinwerfer kann ich auch nicht verwerten. Scheinwerfer sind auch glatt. Die Rohkorosse geht in die Schrottpresse, weil die ist komplett zerkratzt. Ja, da brauche ich den Kühlergrill auch nicht mehr aufzubewahren. Weil hier gibt es nichts mehr zu verwerten. So. Scheinwischer sind auch kaputt. Lufteinlässe. Heckscheibe ist zerkratzt. Mein Gott, was hat man dir nur angetan? Ist komplett zerkratzt. Kiemen. Auch abgenutzt. Mein Gott! Bei dem Modell will echt jemand, dass ich nichts verwerten kann. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich so Abwrackautos in Zahlung nehme, dass einige Leute extra die Modellautos kaputt machen oder die Teile kaputt machen, damit ich nichts mehr mit denen anfangen kann. Ja, das habe ich die Vermutung. Das ist natürlich nicht schön, aber kommt vor, ne? Ja, die kassieren die Kohle ab für die Abwrackautos und gönnen dir noch nicht mal die scheiß 5 Euro, die du daran verdienst. Ist alles schon vorgekommen. Ja, war Genese. Fertig. Einer kommt noch. Guckt euch mal diesen Zustand, Mann. Was soll ich denn jetzt hier an der Karosse noch verwerten? Alles komplett zerkratzt. Wieso, dass man sowas macht? Keine Ahnung. Was hat dieses Modellauto den Ding angetan? Tja, und jetzt geht's in die Schrottpresse. Ciao. Der letzte Kandidat für die XXL Schlachtnacht ist da. Die Mercedes A-Klasse von Maestro. Auch ein Evergreen bei mir auf dem Schrottplatz. Den kriege ich ständig rein zum Abwracken. Dieses Modellauto diente anscheinend mal als Unfallauto oder Lost Place Auto, keine Ahnung. Hier wurde randaliert, hier wurden Steinschläge simuliert. Dann hat er versucht, hier einen Unfallschaden nachzumachen. Selbst hier auf dem Dach wurde eingeschlagen. Heckscheibe defekt. Auspuff defekt. Guck hier. Katalysator geklaut. Meine Fresse, hier wurde echt nichts ausgelassen bei dem Modell, ne? Oh, hier kommen auch viele Teile raus. Oh, Spiegel kommen raus, oh Gott sei Dank. Rücklichter. Ui, eine nicht defekte Heckscheibe. Juhu. Ich werde reich. Verfärbt. Windschutzscheibe geht auch noch. So, jetzt fange ich aber hier mal an. Hier gibt es fast gar nichts mehr. Verfärbte Scheinwerfer, Kühlergrill defekt. Scheinwischer sehen noch ganz gut aus. Türgriffe, 3 Stück sind noch dran. Rücklichter kann ich noch verwerten und die Felgen. Ui, guck mal, selbst die Schrauben sind rostig. Selbst die kann ich nicht mal verwerten. Wahnsinn, oder? Aber Gott sei Dank sind die Achsen separat bei dem Modell und die kann ich jetzt gut ausbauen. Gott sei Dank. Und selbst die Schrauben verrostet. Überlegt euch mal. Oh, eine Schraube kann ich verwerten.
Ja, Innenausstattung versifft. Unglaublich, ne? Ich meine, abgesehen davon, dass hier keiner die Innenausstattung von der A-Klasse kauft, das ist trotzdem ärgerlich. Boah, echt, komm doch aus. Ja. So, weg damit. Armaturenbrett. Oh, Gott sei Dank, Armaturenbrett kann ich sogar verwerten. Seitenscheiben oder Türscheiben. Sieht auch noch gut aus. Auch nicht kaputt, weil das geht auch gern kaputt hier. Die Türrahmen. Scheinwischer, Rücklichter, Türgriffe und dann ist der hier reif für die Schrottpresse. Die Scheinwerfer leider kann ich nicht verwerten, weil die halt verfärbt sind. Das Modellauto ist aus dem Ende der 90er, war das 96 oder so ist herausgekommen, als Maestro die Mercedes-Lizenz bekommen hat. Da kam ja auch der SL, das Polizeiauto von der A-Klasse und ach Gott, hier wird auch noch geklebt, ey. Ja, da hat Maestro richtig auf die Kacke gehauen mit die S-Klasse, die Nachfolger A-Klasse. Türgriffe sind auch gefragt von dem Modell. Die verkaufe ich auch überdurchschnittlich oft. Rücklichter sind auch noch beliebt. Die gehen nämlich auch gerne flöten. So, Kofferraumdeckelverkleidung und dann ist es fertig. Die A-Klasse ist reif für die Schrottpresse. 6 Minuten, oh Mann. So, das war's. Die XXL-Schlachtnacht ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auf meiner Tour der Massenschlachtungen. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß gehabt, weil diese Massenabfertigung muss schnell gehen, weil sonst rentiert sich das alles nicht. Weil ich verdiene an diesen Teilen, die ich jetzt hier gerade ausgebaut habe, zum Teil fast gar nichts daran. Und ihr habt ja auch gesehen, da waren jetzt auch mehrere Modelle bei, wo ich noch nicht mal Teile retten konnte. Ne? Also dementsprechend muss das zack, 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 zack gehen, damit ich noch irgendwie auf noch einen Euro komme. Ne? Ist wirklich so. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Bei solchen Modellen geht es eigentlich nur um Masse. Zack, 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 weiter. Da kann man jetzt nicht hier rumpulen, rumfummeln und rumdrücken und so. Das geht nicht. Das muss schnell gehen, damit man nicht die Zeit verliert. Ist halt so. Muss man durch. So, das war's. Die XXL Schlachtnacht ist vorbei. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen hoch da. Lasst irgendwas da. Hauptsache es ist kein Häufchen. Ciao.